die Tante Ju. Es ist halt einfach ein dicker Brocken, der einfach im Tiefflug dahin braust. Mein Name ist Felix Wander, ich gehöre dem Team der historischen Luftfahrt an. In den Recherchen ist uns aufgefallen, dass eigentlich kein anderes Flugzeug so oft vermenschlicht wird. So als gutmütiges Flugzeug, die Tante Ju, wie eine Dame, wie ein Familienmitglied. Das war für viele Soldaten im Krieg die Ikone eines Flugzeugs. Das Flugzeug bringt uns nach Hause, wenn wir verwundet sind. Und das hat auch maßgeblich die Bezeichnung nach dem Krieg mitgeprägt. Die Ju-52 hier ist ja eigentlich ein französischer Lizenzbau aus den Nachkriegsjahren. Die Franzosen haben zunächst für die Deutschen produziert und nach dem Krieg einfach die Produktion aufrechterhalten. Man brauchte Arbeitsplätze, brauchte eigene Flugzeuge und da bot sich dieses Flugzeug an. Man hat es weiter produziert unter dem Namen AAC-1 Toucan und haben das in den französischen nordafrikanischen Kolonien eingesetzt. Die Maschine eignete sich besonders gut, um einfach weitläufige Gebiete im Sahara-Raum zu überwachen. Dort war sie auch bis 1952 im Einsatz und wurde dann ausgemustert. Und 1957 kam die Maschine für 1 Franc, also einen symbolischen Preis von 1 Franc, ins Deutsche Museum. Und wurde dann auch zusammen mit französischen Piloten nach München-Riem überführt. 1930 war diese Maschine als reine Frachtmaschine entwickelt worden, um Fracht, um Güter, um Rohstoffe zu transportieren. Und deswegen hat man möglichst eine Rumpfform ausgesucht, die halt wirklich viel Volumen bietet. Und mit einem Motor auch letztlich. Aber diese dreimotorige Variante, die entstand, weil Junkers Geld erhalten hatte tatsächlich vom Reichswehrministerium und später auch von der Lufthansa, um diese Maschine weiterzuentwickeln als Verkehrsmaschine. 3 Motoren bedeutet immer mehr Sicherheit, mehr Leistung. Und Sicherheit war damals ein schlagkräftiges Argument. Die glorreiche Zeit der Ju-52, das war natürlich erstmal die Lufthansa-Zeit. Da hat die Ju-52 eine tragende Rolle gehabt und teilweise 75% des Lufthansa-Verkehrs mit übernommen. Die Nazis haben massiv Einfluss genommen auf die weitere Entwicklung und Innovation war die ganz einfache Umwandlung vom Passagier- oder Frachtflugzeug in eine Militärmaschine. Auch damals bekannt mit dem sogenannten Eimer, der da unten raushing, also ganz komisches Konstrukt. Das war ein Bombenzielgerät letztlich, was dort drin eingebaut war. Die erste große Feuertaufe hatte die Ju-52 im Spanischen Bürgerkrieg, Beginn 1936 und später erlangte die Ju-52 auch traurige Bekanntheit durch die Bombardierung im April 1937 der baskischen Stadt Guernica. Das ist ja später dann auch in dem Gemälde von Pablo Picasso thematisiert worden. Das große Projekt der Generalsanierung begann ja 2015. Und in diesem Zuge wurde diese Maschine auch wieder zerlegt und ins Depot gefahren. 2021 kam diese Maschine dann wieder zurück und das Wetter war denkbar schlecht. Also es hat geregnet in Strömen. Das Flugzeug war zwar gut eingepackt gewesen mit sehr viel Folie, aber es hat sich gezeigt, dass sich in vielen Ritzen und Ecken enorm viel Wasser angesammelt hat. Und wir hatten dann das Flugzeug ausgepackt und es floss literweise Regenwasser raus. Die Teile kamen dann, der Rumpf auf einem Tieflader und dann die Flügel auf anderen Tieflader. Auf die Baustelle, das war ziemlich eng und die LKWs mussten da an Pfeilern, an Hochleitungen rangieren. Das war schon eine gewaltige Aktion. Man muss halt immer aufpassen, dass keine Originalsubstanz an dem Flugzeug kaputt geht. Und deswegen wird immer versucht, so wenig Transporte oder so wenig Demontagen wie möglich vorzunehmen. Man hat dann über Kräne die Teile einzeln wieder hier hochgeholt und dann positioniert an der alten Stelle, wo sie auch vorher stand. Sie bleibt ein zentraler Bestandteil in der Sichtachse des Deutschen Museums hier in dieser Luftfahrthalle und wird dort stellvertretend für diese Grenzwelt zwischen
ziviler und militärischer Luftfahrt in dieser Aufrüstungsphase stehen. Wir werden außerdem zeigen, wie sieht es innen drin aus. Und wir werden außerdem einen virtuellen Rundgang ermöglichen. Außerdem haben wir zusätzlich in der Ausstellung an vielen Flugzeugen 360-Grad-Panoramafotos verwendet, wo Besucher zoombar wirklich bis ins letzte Detail die Instrumente sehen können. Auch in Flugzeugen beispielsweise, die nicht betreten werden können. Die Ausstellung wird auf jeden Fall kritischer werden. Sie wird auf jeden Fall noch besucherinnenfreundlicher werden. Und sie wird auf jeden Fall die Technik nach wie vor in ihrem alten Glanz präsentieren. Also kommen Sie in die Ausstellung, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ich glaube, dass die Ausstellung wirklich ein Erlebnis werden wird. Und ja, wir sind gespannt über Ihre Reaktion auf jeden Fall.